JD Vance, der US-Vizepräsident, hat dieses Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz für echte Furore, für echte Verwirrung bei vielen deutschen und europäischen Spitzenpolitiker gesorgt. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wir haben darüber berichtet. Er hat unter anderem ganz stark die Meinungsfreiheit in Deutschland, in Europa kritisiert, dass der Staat, dass die Politiker dieses unterdrücken. Und jetzt in einem Spitzeninterview spricht er Klartext, was er von einigen europäischen Spitzenpolitikern hält. Denn für mich hört sich das so an, als ob einige Politiker schizophren sind oder nur nach außen hin den guten Menschen spielen. Aber hintenrum was ganz anderes abläuft. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Es geht natürlich auch wieder mal um die Ukraine, was für Lösungen es gibt und welche Option Europa hat. Spätestens einen Tag nach der Wahl am 24. Februar sollten sich einige CDU-Wähler spätestens dann an den Kopf gefasst haben, was nämlich Friedrich Merz von sich gegeben hat. Wahlversprechungen wurden gegeben, sprich zur Werbetrommel gerührt, zur Werbepropaganda aufgerufen, alles wunderbar, aber Bundestagswahlen sind vorbei und alles mit einer Schubkarre von Bord geschmissen sozusagen. Nein, 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 liebe Menschen, so können wir auf jeden Fall in Deutschland nicht weitermachen und deswegen hat aber auch Friedrich Merz, Markus Söder und ein paar andere SPD-Spitzenpolitiker ja schon einen Masterplan und wir wollen uns das auch nochmal am Ende des Videos anhören, was sie denn vorhaben. Deutschland rüstet nämlich auf. Wie, wo, was, warum? Hast du vielleicht in dem letzten Video von mir gesehen? Wenn nicht, verlinke ich dir das gesamte Video am Ende diesen Videos. Bleib unbedingt dran und schau dir jetzt das hier mal an. Unsere europäischen Freunde erweisen den Ukrainern hier einen Bärendienst. Denn ihre eigene Bevölkerung sagt, wir werden diesen Krieg nicht endlos finanzieren. Die Amerikaner sagen, wir wollen diesen Krieg nicht endlos finanzieren. Also ist das Einzige, was im Interesse der USA, Russland, der Ukraine und Europa ist, das Ganze zu beenden. Was passiert, John, ist, dass Zelensky nach Europa geht und viele unserer europäischen Freunde ihn aufmuntern. Sie sagen, sie sind ein Freiheitskämpfer und müssen für immer kämpfen. Womit? Mit wessen Geld, mit wessen Munition, mit wessen Leben? Präsident Trump nimmt eine viel realistischere Perspektive ein, indem er sagt, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Wir können das nicht ewig finanzieren und die Ukraine können nicht ewig so weitermachen, also lasst uns unsere friedliche Lösung finden. Trump hat klar gesagt, dass die Tür natürlich offen ist, solange Zelensky bereit ist, ernsthaft über Frieden zu reden. Aber man kann nicht ins Oval Office oder sonst wohin kommen und sich weigern, auch nur die Details eines Friedensabkommens zu diskutieren. Das macht niemanden glücklich. Die Russen werden auf einiges verzichten müssen. Die Ukraine werden einiges aufgeben müssen. Man kann nicht ins Oval Office kommen und sagen, gebt uns Sicherheitsgarantien. Wir werden mit euch gar nicht darüber verhandeln, was wir aufzugeben bereit sind. Das war die Haltung der Ukraine. Wenn sich diese Haltung ändert, wie Trump gesagt hat, wenn sie bereit sind, über Frieden zu reden, dann wird Trump der Erste sein, der den Hörer abnimmt. Meine Botschaft an die Ukraine und Präsident Zelensky lautet übrigens, wenn ihr Lindsey Graham verloren habt, müsst ihr an den Verhandlungstisch kommen und erkennen, dass Trump die einzige Option ist. Er ist die einzige Person, die meiner Meinung nach einen vernünftigen Plan hat, um das Land zu retten. Aber schauen, das ist das Problem mit den Europäern. Viele sind unsere Freunde, sie sind unsere Verbündeten. Natürlich hat der Präsident gute Beziehungen zu vielen europäischen Staats- und Regierungschefs, aber man muss realistisch sein. Das Verrückte ist, John, dass es manchmal auch europäische Spitzenpolitiker gibt, die sich in der Öffentlichkeit aufplustern und sagen, wir sind mit Präsident Zelensky für die nächsten 10 Jahre zusammen. Dann nehmen sie privat den Hörer in die Hand und sagen, das kann nicht ewig so weitergehen, es muss an den Verhandlungstisch. Ehrlich gesagt, es ist mir egal, was die Europäer öffentlich sagen. Mich interessiert, was sie privat sagen. Und was sie Präsident Zelensky sagen sollten, ist, das kann nicht ewig so weitergehen. Das Blutvergießen, das Töten, die wirtschaftliche Verwüstung, das macht alles nur noch schlimmer. Der einzige Weg zurück in Frieden und Wohlstand ist das, was der Präsident zu erreichen versucht. Wenn man mit Beamten der beiden Regierungen unter 4 Augen spricht, und das ist ein weiteres Beispiel für die schreckliche Situation, die die beiden Regierungen Trump hinterlassen hat, wenn man sie fragt, was ist der Plan? Wir werden Dutzende Milliarden Dollar, hunderte Milliarden Dollar in die Ukraine ausgeben. Was ist Ihr Plan? Werden sie ehrlich antworten? Nun, wir werden einfach so lange Waffen wie möglich schicken und hoffen, dass sie irgendwann das Ruder rumreißen. Hoffnung ist keine Strategie. Heftig. Bin sehr gespannt, welcher Gedanke dir zuerst gekommen ist, als du gehört hast,
von welchem Politiker er reden könnte. Lass es mich gerne mal wissen, wen er meinen könnte, vor der Presse, vor der Weltpresse aufgeplustert irgendwo zu stehen, den Obermacker zu spielen, den Retter der Welt sozusagen. Wer fällt dir dazu ein? Und im kleinen Hinterstübchen quasi, wie eine kleine Maus, doch zu sagen, ja, wir brauchen aber dies oder das. Ey, warum kann man da nicht mal einmal auf den Tisch hauen? Ja, wie in dem Fall ein US-Präsident Trump oder auch so ein J.D. Vance. Das kann doch nicht sein. Aber es gibt gute Nachrichten, Leute, weil die Nachricht kam auch rein, dass Zelensky mit Trump wohl schon wieder in Kontakt steht und eine Waffenruhe haben möchte. Aber er schlägt eine Waffenruhe vor über Seeweg und über Luftweg. Aber es gibt ja noch Landweg. Also, Bodentruppen sind dann noch okay, die sich bekämpfen können, nur nicht mehr Luft- und Seeweg. Oder wie? Also das finde ich auch krass. Und deswegen bin ich mal gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Und dann ist es doch immer und immer wieder dasselbe. Das hatten wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Es muss im Volk, Leute, es muss immer Angst geschürt werden. Es muss immer der Buhmann irgendwo da draußen sein, damit es gerechtfertigt werden kann, um dann Waffen, Munition oder sonstiges zu liefern. Und da muss ich aber leider sagen, da hat die USA die letzten Jahrhunderte echt Bockmist gebaut. Und auch hier kann ich wieder mal nur erwähnen, Daniele Ganser, meinen absoluten Lieblingshistoriker, mal abzuchecken. Und vor allen Dingen eventuell mal das Buch oder Hörbuch Imperium USA abzuchecken. Das ist heftig. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zu den Worten von Markus Söder lauschen, der nämlich volle Kanne aufrüsten will. Und das ist heftig. Und die Frage ist, wie reagieren wir jetzt in dieser veränderten Welt darauf? Nicht ängstlich, nicht zaghaft, besonnen, aber entschlossen. Mit dem heutigen Tag zeigen wir nicht nur, dass eine neue Regierung, eine mögliche neue Regierung, handeln kann. Noch bevor Ämter verteilt sind, noch bevor Posten da sind, wird erstmal für die Sicherheit des Landes vorgesorgt. Wir senden ein Signal an Freunde und Feinde. Deutschland ist da. Deutschland zieht sich nicht zurück. Wir werden alles tun, alles, was nötig ist, um unser Land, Deutschland zu schützen und zu stärken und Europa voranzubringen. Ernste Zeiten erfordern sehr ernsthafte Maßnahmen. Darum haben wir heute auch die letzten Tage sehr ernsthaft darüber diskutiert, gewichtet und gewogen, alles überlegt, was der richtige Weg ist. Wir haben uns am Ende entschieden für diesen Weg. Für die Sicherheit no limit. Alles, was die Bundeswehr braucht, um zu einer schlagkräftigen Armee zu werden, die uns und in der NATO und Europa schützen kann, wird angeschafft werden. Wir rüsten komplett auf. Militärisch, aber auch wirtschaftlich und technologisch. Neben der Bundeswehr, die eine unserer wichtigsten Entscheidungen war und die übrigens auch ein klares Signal ist an jeden anderen, der sich überlegt, mit Europa zu spielen. Wir sind da. An unserer Entschlossenheit soll niemand zweifeln. Also als ehemaliger Bundeswehrsoldat zu diesen Zeiten finde ich es gut, dass es aufgerüstet wird, dass natürlich mehr Material zur Verfügung gestellt wird, auch das eigene Werkzeug natürlich für den einzelnen Soldaten, denn in diesem Mindset brauchst du natürlich das beste Material, was es heutzutage gibt. Allerdings auch hier nochmal Statement, Souveränität von Deutschland, absolut muss sein, ganz klar. Aber es ist ja auch wieder mal natürlich schade, dass es erst irgendwo irgendwas passieren muss. Ja, in dem Fall die Amerikaner ziehen sich so ein bisschen mehr aus Europa zurück, was ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber jetzt haben sie plötzlich alle Angst, dass die Russen Deutschland überfallen. Und deswegen, oder Europa. Und deswegen müssen sie jetzt komplett aufrüsten. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf deine Meinung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video spätestens jetzt einen Daumen nach oben da. Teile gerne dieses Video und lass gerne ein kostenloses Abo da, indem du einfach hier draufklickst und die Glocke aktivierst, damit du eben kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Markus.